Wasser ist die zentrale Ressource in unserer Welt. Nichts funktioniert ohne sie. Trotzdem haben viele Menschen nur einen äußerst begrenzten Zugang zum kühlen Nass. Ein Unternehmen möchte sich dieser Herausforderung stellen und in Angriff nehmen. Und wir können es dabei unterstützen. Alle wichtigen Rahmendaten zum Projekt erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Bis gleich. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Die Wasserknappheit, vor allem in vielen Schwellenländern, stellt ein immenses Problem dar. Menschen können sich nur gut entwickeln, wenn sie einen ausreichenden Zugang zu Wasser als Transportmedium im Körper zur Verfügung stehen haben. Wasser übernimmt nämlich einige wichtige Aufgaben. Zum einen übernimmt es die Entgiftung des intrazellulären Gewebes über das extrazelluläre Gewebe, genauso aber auch andersrum. Es übernimmt auch die Nährstoffversorgung dieser beiden wichtigen Aspekte. Und natürlich auch ist Wasser ein Informationsmedium, welches zum einen Informationen speichern kann, aber auch weitergeben kann, wie zum Beispiel eine Festplatte oder sonstige Informationsträger. Wie ihr hier auf einem Schaubild von Statista selbst nachsehen könnt, sind gerade die Länder um den Äquator herum ganz besonders davon betroffen, aber auch ein gewisser Bereich in Südamerika und auch vor allem Australien herrscht massiv Wasserknappheit. Allerdings ist es so, dass nicht die Menge an verfügbarem Wasser das Problem darstellt. Schließlich ist über 70% der Erde mit Wasser bedeckt. Nein, es geht um die Qualität, nicht nur in Schwellenländern. Es geht eben darum, dass nur etwa 1 bis 2% der Wasservorkommen Süßwasservorkommen sind und der Rest ist Salzwasser. Wie ich eben schon erwähnt habe, ist das kein Qualitätsproblem, welches nur die Schwellenländer betrifft, sondern auch viele Industrienationen haben dieses Problem. Das ist auch der Grund, warum ich schon seit fast über 10 Jahren eine Osmoseanlage verwende, um mein Trinkwasser aufzubereiten. Warum? Weil das Trinkwasser zwar das am besten kontrollierte Lebensmittel in Europa ist, aber das ist natürlich nur eine relative Aussage, das bringt uns relativ wenig. Warum? Weil die Trinkwasserverordnungen in den einzelnen Ländern über die letzten Jahrzehnte nach und nach aufgeweicht wurden. Das heißt, wenn irgendwelche Grenzwerte, was Giftstoffe angeht, nicht mehr gehalten werden konnten, dann hat man sich nicht überlegt, wie man diese Giftbelastung reduziert, sondern hat einfach nur die Schwellen in den Trinkwasserverordnungen erhöht, um das Problem kosmetisch zu beseitigen. Von daher kann ich niemandem empfehlen, Leitungswasser zu trinken, egal wo, sondern dieses immer mit einer Umkehrosmoseanlage zu filtern, danach parabolisch zu verwirbeln und auch wieder mit ionisierten Mineralien zu versetzen. Das ist wirklich immens wertvolles Trinkwasser. Und wie ihr hier auch selbst sehen könnt, sind solche Anlagen überhaupt nicht teuer. Man bekommt sehr, sehr gute Anlagen bereits zu etwa 100 Euro. Das sind dann klassische Auftischanlagen, die stationär und portabel sind. Und hier kann man mit dem passenden Adapter an jedem Wasserhahn zapfen und für sich optimales Trinkwasser herstellen. Wir schweifen aber etwas ab, kommen wir zum eigentlichen Projekt zurück. Ein Unternehmen hat nun eine Technik entwickelt, welche sehr, sehr kostengünstig mit Hilfe von freier Energie, in diesem Fall Sonnenenergie, Meerwasser entsalzen kann und dann eigentlich überall das passende Trinkwasser zur Verfügung stellen kann. Die Rahmendaten von diesem Projekt werden wir euch heute vorstellen. Noch der Transparenz halber, wir sind in diesem Projekt nicht investiert. Wir haben uns dagegen entschieden, aus den Gründen, die wir euch in den nächsten Minuten aufzählen werden. Dieses Video soll also nur eine Hilfestellung für potenzielle Investoren darstellen, damit ihr eine bessere Einschätzung vornehmen könnt und vielleicht auch noch ein paar mehr Details und Insights von jemand Drittem, Außenstehenden erhaltet. Wenn euch das gefällt, dann lasst sehr gerne einen Daumen hoch und leitet dieses Video auch eventuell an andere interessierte Nutzer weiter. Das würde uns beim Kanalwachstum sehr helfen. Jetzt gibt es noch eine kurze Einblendung und dann geht's los. Krypto ist ein super spannender Bereich, der enorme Chancen, aber auch nicht zu unterschätzende Risiken birgt. Die Einstiegshürden sind noch sehr hoch und besonders für absolute Beginner nur schwer zu überwinden. Wir haben uns dieser Problematik angenommen und haben einen Leitfaden für euch erstellt, der nicht nur essentielles Grundlagenwissen vermittelt, sondern euch auch davor bewahrt, teure Anfängerfehler zu begehen. Ihr werdet zeitsparend und Schritt für Schritt aus einer Hand mit Wissen versorgt, welches euch mit diesem neuen Universum vertraut macht. Nehmt eine Abkürzung auf eurer Kryptoreise und schaut in unserem Shop auf financial-insider.net/shop vorbei. Unser Krypto-Novizenkurs bietet euch alles, was ihr für einen erfolgreichen Start benötigt. Für kleines Geld und in einem Format eurer Wahl.
Viel Erfolg wünschen wir euch und jetzt weiter mit dem Video. Wir möchten euch heute die Firma Desert Greener vorstellen, eine Technologiefirma mit Sitz in Österreich, die als GmbH firmiert. Wir haben einen, ja, ich würde mal sagen, relativ ausführlichen Hintergrundcheck gemacht. Wie ihr hier auch seht, ist die Firma im Firmenregister von Österreich korrekt eingetragen. Was gibt es grundlegend über unsere Recherche zu sagen? Zum einen haben wir die rechtlichen Erfordernisse an die Internetseite geprüft und diese erfüllen alle die notwendigen Erfordernisse. Es ist hier zum Beispiel auch ein Impressum zu sehen. Wir stellen fest, dass der CEO, der hier auch auf der Seite genannt wird, auch derjenige ist, der im Firmenregister als CEO eingetragen ist. Und grundsätzlich, wenn man sich mal durch die Internetseite hindurch wühlt, dann stellt man fest, dass die Formulierungen sehr, sehr zurückhaltend gewählt sind. Das spricht sehr für eine seriöse Präsentation des ganzen Projektes und es werden auch keine Gewinnaussagen und schon keinerlei Gewinnversprechen getätigt, was natürlich ein weiterer Indiz dafür ist, dass hier natürlich die Renditen auch noch gar nicht antizipiert werden können. Die ganze Sache ist also sehr, sehr unsicher und hier werden nicht mit irgendwelchen astronomischen Renditen gelockt. Wichtig zu wissen ist, dass das Projekt, also die zugehörige Technologie, über einen eigenen Token finanziert werden soll. Wir reden hier also von sogenannten tokenisierten Real-World Assets. Das sind also Assets, die in der realen Wirtschaft existieren und die über die Blockchain-Technologie finanziert werden, über eine Tokenisierung. Weiterhin wichtig zu wissen ist der Umstand, dass diese Technologie der Desert Greener GmbH mit dem Fraunhofer Institut zusammen über etwa 15 Jahre entwickelt wurde und in der Zwischenzeit auch schon praxiserprobt ist. Das heißt, wir haben hier nicht nur einen Prototyp, der noch verbessert oder ausgetüftelt werden muss. Nein, es gibt bereits eine funktionierende Lösung. Im Kurzüberblick beschrieben, wie die Technologie funktioniert. Es soll über gewisse Sonnenkollektoren eine relativ günstige Strommöglichkeit angezapft werden, um dann das Meerwasser zu verdampfen, ein Destillat eben herzustellen und somit über diese Technologie an jedem Meer oder in der Nähe des Meeres eben Trinkwasser herstellen zu können. Wen die Technologie näher interessiert, der kann sich einfach mal eine Unternehmenspräsentation angucken. Besucht ihr einfach die passende Homepage, die natürlich in der Videobeschreibung unten zu finden ist. Der Blockchain-Part, also sprich die Tokenisierung und die Tokenverwaltung, wird über die Quibi AG aus der Schweiz übernommen. Das ist also auch ein relativ großer Anbieter, der nicht erst seit vorgestern existiert. Und man könnte also jetzt zu guter Letzt sagen, dass de facto es ein realwirtschaftliches Umwelttechnologieunternehmen ist, welches eben Krypto zur Finanzierung des Vorhabens nutzt. Wir haben uns natürlich das dazugehörige White Paper für euch angeschaut und haben einige kritische Rahmendaten hier extrahiert. Zum einen ist es wichtig zu wissen, dass der neue Token zuerst auf einer privaten Ethereum-Blockchain startet und erst nach einem gewissen Vertriebsfortschritt auf eine öffentliche Blockchain migriert wird. Das ist also nicht von Anfang an vollkommen transparent. Das mag seine Gründe haben, kann aber für den einen natürlich auch etwas abschreckend sein. Wichtig zu wissen ist ebenfalls, dass bereits ein Gutachten für den ganzen rechtlichen Bereich, für den ganzen rechtlichen Aufbau von einer Kanzlei durchgeführt wurde. Das heißt, hier wurde die rechtliche Plausibilität geprüft, ob die Projekte, die die Firma vorhat umzusetzen, auch den rechtlichen Aspekt erfüllt, um eben später keine regulatorischen Probleme zu bekommen. Weiterhin gibt es auch ein PwC-Audit bzw. ein PwC-Gutachten. PwC ist einer der großen 4 Auditierer im Wirtschaftsbereich und die haben über dieses Gutachten festgestellt, dass die in der Firma liegende Technologie, die eben für diese Meerwasserentsalzung verwendet wird, einen geschätzten Marktwert von etwa 400 Millionen Euro beherbergt. Das ist also definitiv nicht zu unterschätzen, welches Potenzial hier in dieser Technologie liegt. Wie sehen also die Tokenomics dieser Finanzierung aus? Wir haben gerade eben schon festgestellt, dass der geschätzte Wert des Unternehmens jetzt momentan beziehungsweise eher in der Zukunft bei 400 Millionen Euro liegt. Von diesen 400 Millionen Euro sollen 24%, also knapp ein Viertel, tokenisiert werden. Somit sollten also etwa 100 Millionen Euro für dieses Projekt eingesammelt werden. Und zusätzlich soll sogar noch ein algorithmischer Stablecoin geschaffen werden, der den hauseigenen Token, den DGRX-Token, in das eigene Ökosystem einbettet und das Zahlungssystem zulässt, was meines Erachtens eine sehr, sehr gute Idee ist, eine stabile Kryptowährung zu erschaffen, um diesen dann auch einen Use Case, also einen Verwendungszweck zu geben. Zu guter Letzt haben wir aus dem White Paper noch herausgelesen, dass nicht nur das verdampfte Meerwasser, also das Destillat, verkauft werden soll als Trinkwasser, sondern dass natürlich auch die extrahierten Salze und einige Nebenprodukte, die damit hergestellt werden können, vertrieben werden sollen und ebenfalls als Einnahmequelle der Firma fungieren sollen.
Wir haben jetzt also schon gesehen, dass einiges an Potenzial in diesem Projekt stecken könnte. Allerdings gibt es natürlich auch hier einige Kritikpunkte zu nennen. Zum einen wird es unseres Erachtens relativ schwierig, gegen das Wasserkartell anzukommen. Es gibt einige sehr, sehr große Unternehmen bzw. Konzerne, die den Wassermarkt fest in der Hand haben, und die Privatisierung des Wassergeschäftes geht ja schon seit Jahrzehnten in schnellen Schritten voran. Wenn jetzt hier ein kleines und neues Unternehmen kommt, das mit relativ wenig Kosten relativ günstig Trinkwasser anbieten kann, wird es natürlich den großen Playern nicht so gut schmecken. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass da einiges an Gegenwind kommt. Jetzt ist es wichtig, vielleicht noch einen weiteren Blick auf den Tokenpreis zu werfen. Denn hier könnte ein Problem existieren, welches wir euch in der folgenden Rechnung aufdröseln wollen. Wir haben ja schon festgestellt, dass das PwC-Gutachten einen Technologiewert von etwa 400 Millionen Euro bescheinigt. Wir haben auch festgestellt, dass 24% von dem Technologiewert tokenisiert werden sollen. Das heißt, 100 Millionen Euro sollen hier über die nächsten Monate oder Jahre an Kapital eingesammelt werden, um das Projekt auch realisieren zu können. Es wird dann vorgenommen, 1 Milliarde Token zu jeweils 10 Cent zu verkaufen, was wieder zu einem Endergebnis von diesen 100 Millionen Euro führt. Wir stellen also fest, dass der Token-Verkaufspreis der künftigen Marktkapitalisierung des Unternehmens entspricht. Das heißt, wir gehen hier nicht von einem aktuellen Wert aus und bepreisen den Token nach dem aktuellen Wert des Unternehmens, sondern gehen von dem Potenzialwert aus. Und dieser Wert ist momentan nur in der Theorie vorhanden. Es muss erst die Infrastruktur aufgebaut werden, der Vertrieb aufgebaut werden, um eben das Potenzial dieser 400 Millionen Euro überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Das heißt, der Tokenpreis, der wird momentan mit dem Wert der Zukunft gehandelt. Somit erscheint der Tokenpreis hier mit diesen 10 Cent als relativ teuer, und ein späterer Kauf könnte um einiges lukrativer sein, weil wir denken, dass über die nächsten Monate, sobald der Token auch gelistet wurde und zum freien Handel zur Verfügung steht, hier ordentlich verlieren könnte, wenn sich nicht vielleicht sogar halbieren, vielleicht nicht sogar vierteln könnte und somit ein späterer Einstieg wahrscheinlich um einiges lukrativer ist. Im Grunde genommen macht das auch ganz viel Sinn. Warum? Weil, wenn wir mal logisch in die ganze Sache hingehen, hat eigentlich kein Unternehmen das Interesse daran, seinen Token zu verramschen. Denn sie haben ein Interesse daran, den Token möglichst teuer zu verkaufen, damit möglichst viele Mittel für das Unternehmen zur Verfügung stehen, damit auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass das Projekt zum Erfolg geführt werden kann. Wenn hier ein möglichst günstiger Preis veranschlagt wird, dann sinkt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt auch zum Erfolg geführt werden kann. Wenn irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse existieren, dann macht natürlich eine Kapitalreserve die ganze Sache wesentlich einfacher als eine zu knappe Kalkulation. Und somit gilt eigentlich in 99% der Fälle, dass Private Sales oder Pre-Sales eher in den selteneren Fällen dafür genutzt werden können, dass Investoren hier ein Schnäppchen machen. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass momentan nur angedacht ist, den DGRX-Token an zentralen Exchanges zu listen. Das heißt, man kann ihn nicht über eine Web3-Wallet traden, das heißt, das Listing an dezentralen Exchanges wird entweder vorerst nicht oder überhaupt nicht möglich sein, was die ganze Sache natürlich relativ zentral macht und die Pflicht nach sich zieht, dass man bei einer zentralen Exchange ein Konto eröffnen muss. Und stellt sich also jetzt abschließend noch die Frage, ist dieses Projekt auch sexy, wenn es nicht tokenisiert wäre? Würden wir uns damit beschäftigen, wenn der Krypto- und Blockchain-Aspekt in dem Unternehmen nicht Einzug gehalten hätte? Die Frage darf sich natürlich jeder selbst beantworten. Als Fazit können wir zu guter Letzt ziehen, dass das Unternehmen rund um Desert Greener eher ein Projekt aufbauen möchte, das für Idealisten geeignet ist, die mithelfen wollen, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Allerdings offenbart die Präsentation mit den dazugehörigen Tokenomics eher einen langfristigen Charakter der ganzen Angelegenheit. Der Return on Investment könnte also aufgrund der genannten Tokenomics und Risiken relativ lange auf sich warten lassen. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist also dieser frühe Einstieg in das Projekt relativ fragwürdig. Eventuell könnte es mehr Sinn machen, das Listing des Tokens erst einmal abzuwarten, um ihn danach günstiger einzukaufen. Was wir allerdings sagen können, ist, dass der ganze Aufbau und die ganze Präsentation sehr, sehr professionell rüberkommt. Wir haben selbst auch ein Webinar besucht, wo der CEO und der technische Leiter gesprochen haben, und da merkt man schon, dass die wissen, wovon sie gesprochen haben. Wir hoffen, dass wir euch mit diesem Video eine weitere Entscheidungsgrundlage geben konnten, dass wir etwas mehr Klarheit in das Projekt und das mögliche Potenzial euch geben konnten. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst sehr gerne einen Daumen hoch. Wir sagen danke für eure Aufmerksamkeit und sehen uns bis zum nächsten Video. Ciao.